Hi, das wird jeder kennen, der Elektrowerkzeuge mit Kabeln hat. Und mir reicht's jetzt damit. Ob du's glaubst oder nicht, das wird meine Lösung dafür. Willkommen bei Toolsinnig. Außer der sehr einfachen, effizienten und kabelschonenden Lösung für die Lagerung meiner Kabelwerkzeuge gibt's in dem Video noch zwei Methoden zum Thema Kabel zu sehen, die viel zu wenige Leute kennen und jeder gebrauchen kann. Um die Grundidee braucht man nicht lange herumreden. Jedes Werkzeug bekommt sein eigenes Fach und ein weiteres für das Kabel. Um Kabelsalat zu vermeiden, habe ich entgegen besseren Wissens bisher Kabel oft stramm um das Gerät gewickelt, was aber einfach nicht gut ist. Der Knickschutz wird dabei sozusagen absichtlich geknickt. Kabel sauber aufzurollen und mittels Klettbändern zu fixieren ist zwar sauber, aber jedes Mal Gefummel. Wenn man das einmal am Tag macht, ist das nicht schlimm, bei 3-4 Mal nervt's schon. Während ich nun im Hintergrund meine letzten Restbestände USB zuschneide, zeige ich dir den ersten Kabeltrick, mit dem du Mehrfachsteckdosen super sauber lagern kannst. Man formt eine lose Schlaufe mit dem Kabel und wickelt das einige Male um die Steckdosenleiste, wobei die letzte Steckdose frei bleibt. Wie viele Wicklungen hängt natürlich von der Länge der Leiste und vor allem des Anschlusskabels ab. Einfach mal ausprobieren. Den Stecker des Anschlusskabels steckt man dann leicht verdreht in die freie Dose und das Kabel wickelt sich weder ab noch verhakelt sich irgendwo. Wenn dir die Methode gefallen hat, wird dir mein zweiter Kabelhack erst recht gefallen. Jetzt aber erstmal zurück zum Regal. Die Zwischenböden und die Unterteilungen sind denkbar einfach gemacht und auch nur geschraubt. Das muss alles kein Riesengewicht tragen und wenn sich mal Aufteilungen ändern, ist das alles schnell angepasst. Für die beiden größeren Werkzeuge, die im untersten Fach gelagert werden, habe ich zwei Langlöcher ausgeschnitten, damit die Kabel nicht über die Vorderkante des Regals herausragen und sich verfangen können. Wie erwähnt, ist der Aufbau der Fächer sehr einfach. Zwei Abstandshalter, dann wird der Boden seitlich angeschraubt und einer der Abstandshalter wird zur Trennung der Fächer genutzt. Ebenfalls nur von oben mit zwei Schrauben fixiert. Bevor ich den Rest der Fächer einbaue, mal eben versuchen, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Aber ich glaube, das wird was. Ach ja, die Bauweise ist auch dann praktisch, wenn man sich zwar einen Plan gemacht hat, aber beim Bauen nicht mehr drauf geschaut hat. Ich mag so modulare Lösungen einfach. Wieder zurück in der Spur zeige ich dir die zweite Extra-Methode für Kabelorganisation, die sich hauptsächlich für flexible zweiadrige Kabel eignet. Ich mache das schon so lange, dass ich erstmal überlegen musste, wie ich das überhaupt erklären kann. Du wickelst das Kabel um die Handfläche, bis vielleicht noch so 35-40 cm Kabel übrig sind. Losere Wicklungen sind fürs Ausprobieren etwas einfacher, nur als Tipp. Diese Wicklungen drehst du dann zu einer Acht und wickelst das Kabel ein paar Mal fest um die Taille der Acht. Jetzt sind noch so ca. 20 cm Kabel übrig, aus dem du eine Schlaufe formst. Die wird dann von hinten durch den oberen Teil der Acht geführt und über die Kabelwicklung geschlungen. Wenn du nun am Stecker ziehst, ist das Ganze fest und sieht aus wie ein Knoten. Zum Lösen schiebst du den Stecker wieder etwas zurück, bis du die letzte Schlaufe über die Acht ziehen kannst. Nun kannst du am Stecker das ganze Kabel ausziehen, garantiert ohne Knoten. Das muss man 3-4 Mal gemacht haben, also bitte in Ruhe mal ausprobieren. Es funktioniert natürlich mit USB-Kabeln, denen am Ladegerät und vielen mehr. Schreib mir in die Kommentare, ob du das kanntest oder es ausprobiert hast und was du davon hältst. Ich lagere mittlerweile Kabel schon automatisch so und bin immer noch begeistert, dass man selbst in Kisten keinerlei Kabelsalat mehr hat. Mittlerweile ist mein Power-Tool-Regal so gut wie fertig und die ersten paar Versuche, ob sich das auch so benutzen lässt wie gewünscht, sind vielversprechend.
Den Überstand der Seitenbretter auf der Oberseite habe ich mit Absicht gelassen. Da kommen vorne und hinten nun noch 2 kleine Leisten dran und ich habe eine zusätzliche Ablagefläche für Kleinkram, einen Sortimentskasten oder ähnliches, von der auf jeden Fall nichts runterrollen kann. Schrauben zum Beispiel. Den Platz hinten werde ich noch für ein paar Halter nutzen, um die Parallelanschläge der Fräsen und Zeugs zu verstauen, das ich nicht so oft brauche. Aber das muss ich jetzt erstmal eine Zeit lang in der Praxis bewähren. Ich kann jedes Werkzeug einfach rausziehen, muss kein Kabel mehr abwickeln oder provoziere Bruchstellen. Das Ablegen ist auch einfach und das Kabel grob aufgerollt in das Fach zu schieben geht leicht von der Hand. Im Fach kann sich das Kabel dann selbst legen und ist nicht unter Spannung. Für mich wieder mal ein Fall von, warum bin ich da nicht schon viel früher drauf gekommen und ein tolles Werkstatt-Upgrade. Ich hoffe für den einen oder die andere auch. Ich verlinke dir Playlists, die dich interessieren könnten oder stöbere einfach ein bisschen auf meinem Kanal und entscheide, ob du künftig per Abo und Glocke über neue Videos informiert werden möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.